und wollen euch mal so berichten, wie es in den vergangenen Wochen uns so erging hier. Und ja, was haben wir denn so erlebt, Sabine? Ja, also es ist eigentlich jeden Tag etwas. Wir hatten vorher schon, wir haben ja mal gemacht 4 Wochen Paraguay. Wir wollten dann machen 8 Wochen Paraguay, 12 Wochen Paraguay. Jetzt sind es schon fast 13, weil wir hier fleißig sind. Wir haben viele Leute kennengelernt, wir haben neue Freunde. Wir sind ja dabei, jetzt anzufangen, ein Haus zu bauen. Das ist eigentlich etwas, was ich natürlich filmisch begleiten will, beziehungsweise wir begleiten wollen. Jetzt haben wir da ein bisschen vorgegriffen, aber das macht nichts. Wir wollten jetzt einfach mal erzählen, wie es uns geht, mal so ein kurzes Update geben. Genau. Und wir haben uns jetzt für ein Grundstück entschieden. Wir haben ein Grundstück gekauft von 3 Hektar insgesamt. Und auf einem Fleckchen werden wir jetzt unseren Hausbau verwirklichen, unser Basecamp, wie wir das nennen. Also das heißt im Grunde auch, wir haben uns entschieden, hier zu bleiben, wobei wir ja zu den Mutigen gehören, die die Entscheidung getroffen haben. Innerhalb von, ich weiß es nicht, 2 Wochen damals. 3. Dann haben wir den Container bestellt und das Haus verkauft und haben den Container gepackt und sind ab nach Paraguay. Ja, und wir wollten heute mal auf die Fragen eingehen, die uns über unseren YouTube-Kanal, der ganz toll gewachsen ist. Wir sind völlig überrascht und total glücklich, dass wir so viele Abonnenten haben. Wir haben uns letztens bei unserem 1000. Abonnenten bedankt. Das kriegt man bei YouTube ja nicht so mit. Ne? Ist ja nicht Insta oder Facebook, wo man dann einen extra Post macht und irgendwie sowas. Und der hat uns aber dann auch direkt zurückgeschrieben. Und ja, das Witzige war, was hat er geschrieben? Sie kommen war das jetzt schon August oder Oktober? Ich muss nochmal nachgucken, aber die kommen demnächst auch nach Paraguay. Dann habe ich gesagt, ja, dann sollen sie sich natürlich unbedingt melden, da gehen wir mal ein frisch gezapftes trinken. Ja, und natürlich freuen wir uns riesig über diese vielen ganz tollen Kommentare, dass euch das so gefällt, wie wir das machen. Und wir haben ja auch gesagt, wir machen das immer recht authentisch und wollen auch gar nicht so viel rumschneiden, schnippeln, professionell irgendwas machen. Wir wollen also alles auch ganz unverbindlich aus unseren Erfahrungen mitteilen, ob das korrekt ist für andere Leute oder nicht. Wir sind keine Einwanderungshelfer, wir übernehmen dafür auch keine Gewähr. Wir wollen uns einfach euch unsere Erfahrung weitergeben und Hilfestellung vielleicht bei dem einen oder anderen. Wir finden, man kann hier sehr gut leben. Es kommt immer drauf an. Also man bekommt hier auch alle Luxusgüter, man kann hier aber auch als Selbstversorger leben. Das ist jedem überlassen. Es gibt Grundstücke, ich sag mal, man kann in der Hauptstadt leben oder in der Stadt, an der Hauptstraße. Man kann aber auch völlig abgelegen leben. Es gibt für jedes Budget gibt's, Häuser und Grundstücke. Ja. Weil wir auch oft natürlich gefragt werden, ja, aber wie kann man sich das leisten? Und also eine Riesenfrage ist auch immer, was kann man arbeiten in Paraguay? Das ist sehr, sehr individuell, was man vielleicht mitbringt an Fähigkeiten. Ich sag mal, Handwerk läuft immer. Alle, die ein Online-Business haben, das läuft natürlich. Vor allen Dingen Selbstständigkeit. Also ich würde mal sagen, jede Art von sich selbstständig machen, je nach Fleiß und Angebot und Nachfrage läuft. Was vielleicht nicht so optimal ist für uns Deutsche, ist jetzt hier in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Wobei das auch möglich ist. Durchaus. Kennen wir auch Leute, die haben gut bezahlte Jobs. Ja, oder halt den paraguayischen Mindestlohn. Also das meine ich ja mit, es ist einfach sehr individuell, wie einfach die persönlichen Ansprüche auch sind. Auf der anderen Seite ist es hier sehr einfach, sich selbstständig zu machen. Also es ist völlig ungewohnt, wenn man die BRD verlassen hat, welche Hürden man da nehmen muss, um sich selbstständig zu machen. Das ist hier im Prinzip, man geht auf die Verwaltung und man bekommt eine Steuernummer und man macht sich selbstständig. Und das war's. Auch der Steuersatz ist hier sehr, sehr angenehm. Der beträgt maximal 10%.
Auf der anderen Seite besteht auch durchaus die Möglichkeit, hier Geld anzulegen. Man bekommt hier also auch noch ordentliche Zinsen. Die variieren natürlich von der Höhe der Einlage und der Dauer, wie lange das Geld angelegt wird. Ja. Ich würde mal ganz grob sagen, zwischen 6 und 10% ist hier regulärer Zinssatz zu erreichen. Also auch das kann man berücksichtigen. Krankenversicherung ist hier möglich, durchaus. Kostet etwa für ein Pärchen auch plus minus 50, 60 Euro im Monat. Ja, das ist Minimum. Und nach oben sind natürlich wieder keine Grenzen gesetzt. Auch beim Aber Hausbauen, möglich ist es, ja. Ja, man kann sich hier ein kleines Hüttchen hinstellen. Man verbringt die allermeiste Zeit des Jahres im Freien, also auf der Terrasse. Ja, wie geht's uns? Was machen wir eigentlich so? Ich versuche immer hinterherzukommen mit den Videos, um euch abgedatet zu halten. Jetzt greifen wir ein bisschen vor und die ganzen Bilder dazu folgen. Wir sind jetzt in KKP. Hier sind wir in einem ganz süßen Bungalow bei Patrick und Alexandra. Hier werden wir bleiben bis circa Ende des Jahres, vielleicht auch noch Januar, Februar. Bis unser Projekt verwirklicht ist. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier bleiben in Paraguay, wir fühlen uns hier pudelwohl. Wir haben jetzt ein Grundstück gekauft und haben vor, darauf zu bauen natürlich und wollen aber auch gerne davon Teile wieder verkaufen. Nein, wir wollen kein Barrio gründen, nicht noch ein Barrio, sondern wir wollen gerne einfach ein paar nette Nachbarn. Ja, das sind wir gerade dabei, so ein kleines, nettes Tal zu erschließen. Wir sind sozusagen die Pioniere dort. Wir haben es relativ nah an die Straße, wir haben eine gewisse Ruhe, wir haben aber auch eine gewisse Nähe. Ich glaube, das sind so rund 8 Kilometer bis in die Innenstadt von KKP. Das ist so eine kleinere Stadt, wo man aber alles bekommt. Wir haben Glasfaser. Wir haben Glasfaserkabel. Wir haben Glasfaser. Und mit richtig Leistung kriegen wir da hingelegt. Und wir haben dann einen eigenen Tiefbrunnen mit einer, wie es heißt, von einem Geologen exzellenten Wasserqualität. Damit wird geduscht, gebadet, der Pool gefüllt, gekocht und auch natürlich getrunken. Das ist eine erstklassige Wasserqualität hier. Wir sind also ganz Trinkwasser. Begeistert. Der Strom wird gelegt jetzt, da Ja. sind wir gerade dran. Es muss 3 Strom gelegt Phasen. werden, 3 Phasen. Ja, und da freuen wir uns, wenn wir da wieder ein paar Grundstücke verkaufen können und nette Nachbarn bekommen. Also uns ist die Gesellschaft wichtig, die Gemeinschaft wichtig, dass man Ja. sich gegenseitig unterstützen kann, dass jeder aber auch seine Ruhe hat, seine Privacy hat. Jeder kann machen auf seinem Grundstück, was er will, was sie will. Und wenn wir darüber hinaus uns gegenseitig unterstützen und eine nette Nachbarschaft haben, sind wir total glücklich da oben. Super, genau so stellen wir uns das vor. Ja, das ist unser kleines Projekt, was Ja. wir gerade begonnen haben. Ja. Dazu kommen natürlich Bilder und Videos und mir brennt es unter den Nägeln. Morgen beginnt der Brunnenbau, der wird natürlich genau. ganz genau dokumentiert, da freuen wir uns riesig drauf. Ja, das gibt ein schönes Video allein über den Brunnenbau. Gerade wird es sauber gemacht, das Grundstück. Das ist natürlich ziemlich eingewuchert gewesen. Das muss jetzt erstmal sauber gemacht werden. Die Bäume bleiben stehen. Die Bäume bleiben stehen. Heute Nachmittag fahren wir wieder hin. Ja, und so ist eigentlich jeden Tag irgendwas. Ständig Termine. Ja. Aber angenehmer. Voll ganz busy. ganz entspannt geht das hier. Ja. Es wundert uns immer wieder, ob wir jetzt ein Angebot eingeholt haben, ob wir zur Gemeinde sind, irgendwo. Wir haben noch nie in der Schlange gestanden oder in einem Wartezimmer oder irgendwo groß. Also Ja. es ging immer alles super toll und einfach. Ja. Sind ja dann, habt ihr ja gesehen, Führerschein machen. Dann muss man mal zur Polizei, auf die Meldestelle. Also so eine Wohnbestätigung, das gibt es hier schon. Es gibt hier aber kein Meldegesetz. Die Polizei wollte dann als Gegenleistung dafür ein Päckchen Kopierpapier. Ganz süß irgendwie, ne? Machen wir sehr gerne. Das müssen wir noch hinbringen. Und so ist irgendwie jeden Tag was. Dann fährt man mal nach Asunción, muss was erledigen.
Das wird jetzt in der Bauphase natürlich öfter der Fall sein. Abends ist man froh, wenn man wieder raus ist aus Asunción. Für uns ja. Das ist uns, ich sag mal, es ist keine wirklich hektische Stadt. Es ist für eine Hauptstadt eine sehr überschaubare Stadt. Aber dennoch, wir fühlen uns hier in den ruhigeren ländlichen Gebieten wohler. Ja. Uns reicht hier das kleine KKP völlig aus. Ja, so, was gibt's sonst noch Neues? Ich muss mal gerade auf meinen Spickzettel schauen. Wir haben uns mal so ein paar Fragen rausgeschrieben. Die wir auch gerne beantworten. Genau. So, ich muss eine davon mal, genau, da war die Frage, wie ist es hier für Ältere? Für Ältere, ja gut, das muss man jetzt natürlich auch definieren, aber ich gehe mal davon aus, Ältere ist Ü70. Wie auch immer. Die Frage geht wahrscheinlich, dreht es sich auch um die medizinische Versorgung. Ja. Wir hatten es schon kurz angesprochen, man kann sich hier krankenversichern, man kann auch, wenn man über entsprechende Rücklagen verfügt, die Leistungen bar bezahlen. Die Leistungen sind hier nicht teuer, was wir bisher gehört haben. Hier gibt es eine gute medizinische Versorgung. Die gibt es, aber ich sag mal, wenn jetzt was Chronisches ist oder ein komplizierter Knochenbruch mit Krankenhausaufenthalt, das kann dann schon ins Geld gehen. Das muss man schon bedenken. Also auch das gehört quasi zu den Planungen einer Auswanderung, dass man da Rücklagen hat oder sich dann versichert, wenn es einem wichtig ist. Richtig. Ja. Aber es gibt hier auch deutsch sprechende Ärzte oder englisch sprechende Ärzte. Es gibt genügend Fachärzte, es gibt toll ausgestattete Kliniken. Man findet hier alles. Also ja, du Sabine, du hast doch ein Problem mit deinem Zahn. Ja, stimmt. Das kann ich an der Stelle mal erzählen. Ich habe neue Kronen bekommen, ich glaube 4 Stück. Das war noch in Deutschland letztes Jahr und die haben mir irgendwie keine Ruhe gegeben. Und dann, natürlich kam es, wie es kommen musste, hier in Paraguay. Einer hat angefangen und ich hatte Schmerzen und es hat wehgetan. Und dann habe ich gedacht, ja okay, also dann muss er halt jetzt raus. Dann bin ich in die Apotheke und die Apothekerin hier, die hat mir ein Mittel gegeben. Da hatte der Anam mir schon immer mal von erzählt. Also im Hinterkopf hatte ich das schon, dass Nelkenöl bzw. Nelke super gut hilft bei Zahnschmerzen. Und in diesem Mittel war dann Nelke und Lidocain, also ein Betäubungsmittel. Das Fläschchen hat 3 Euro gekostet. Ich habe das eine Woche oder 10 Tage drauf gemacht, immer mit einem Q-Tip oder mit so einem Zwischenbürstchen. Und die Zahnschmerzen sind weg. Das ist gut. Nächste Frage. Ältere Leute. Also Anna möchte euch was zum Thema Wein und Bier erzählen, weil die Frage kam zum Thema Wein und Bier, ob man das hier kriegt und was man hier so kriegt. Da hat Anna gesagt, das möchte er gerne beantworten. Nicht, weil ich ein Wein- und Bierkenner bin, aber schon gerne auch Wein und Bier trinke. Also es gibt hier einheimische Biere, ich finde die gut, die lassen sich toll trinken. Was man hier weniger gut bekommt, ist man frisch gezapftes, gibt es, aber nicht so oft wie in Deutschland. Es gibt aber auch Importware, ich will jetzt keine Marken nennen, die man in Deutschland so bekommt. Die sind dann etwas teurer natürlich. Weine gibt es hier eine riesige Auswahl an Wein, Rotweine, Weißweine, Roséweine, Sekt. Auch Spirituosen, wie man sie kennt. Siehe unser Supermarktvideo. Genau, also in reichlicher Auswahl, etwas teurer natürlich wie in Deutschland, aber das ist eine Importware. Ja, was vielleicht noch den einen oder anderen Handwerker interessiert, ich habe mich in Deutschland noch eingedeckt mit Maschinen, Kreissäge, Bohrmaschine etc. Wir haben uns jetzt gerade vor kurzem Markengeräte gekauft, eine Motorsense, eine sehr ordentliche Motorsense und auch eine sehr ordentliche Kettensäge von einem führenden Hersteller. Ich habe die mal mir angeschaut, was die in Deutschland kosten. Da waren die also wesentlich teurer, als wir die hier erworben haben. Die werden hier in Brasilien werden die hergestellt und wir haben die Geräte jetzt schon mal im Einsatz gehabt. Ich muss sagen, das macht richtig Spaß damit. Kommt natürlich auch ein Video zu, ist ja klar. Ich sag ja, ich liefere nach.
Eine Frage war noch, ach ja, genau, Sprache. Sprachbarriere, Sprache, Spanisch natürlich. Also es ist so, natürlich, wenn man Spanisch sprechen kann, super duper mega gut. Ist klar, muss man glaube ich weiter nichts zu sagen. Es gibt aber zig Leute hier, die mit Hand und Fuß Spanisch sprechen und es nach und nach lernen oder auch nicht. Und auch das geht hier. Es gibt ja diverse Übersetzer-Apps. Also auch das ist kein Problem. Ich finde persönlich und du auch, ne, es macht halt auf die Dauer einfach keinen Spaß, wenn man dann die Sprache nicht spricht, weil du willst ja auch mit den Locals hier mal Scherzchen machen und erzählen können. Wir haben jetzt sämtliche verschiedene Spanisch-Apps und organisieren gerade einen Spanischunterricht mit einer Spanischlehrerin. Wir haben hier liebe Nachbarn, die alle Interesse haben, auch Spanisch zu lernen. Und wir werden demnächst hier dieses Kincho in einen Klassenraum verwandeln. Das wird spannend. Das wird spannend. Und da sind natürlich verschiedene Level, aber das kriegen wir schon alles irgendwie unter einen Hut. Ich denke auch. Ja. Das geht hier. Also kurzum, es geht auch ohne. Schöner ist natürlich mit. Ja, dann war noch eine Frage, Mückenschutz, Insekten. Ja, was kann man dazu sagen? Unsere Erfahrung ist, wenn man so in der Nähe eines Sees wohnt, ja, da hat man mit Moskitos zu tun. Oder Wald. Ja, wir hier oben haben praktisch heute unsere erste Moskito gehabt seit 4 Wochen. Nee, wir sind hier gut 2 Monate. Ja, eine hatten wir schon mal. Na gut, dann war das die zweite. die zweite in 2 Monaten. Genau. Die hat es aber nicht lange, überlebt, denn Sabine ist eine erstklassige Moskitojägerin. Ich bleibe da meist liegen und Sabine macht das. Ja, was es sonst noch gibt, sind so lästige Viecher wie Sandflöhe. Die haben das Paulchen jetzt heimgesucht. Also wir hatten echt eine Last. Das hat echt lange gedauert. Erst waren es Flöhe. Ich glaube, dass er die auch hatte. Dann hat er ein Flohmittel. Die konnten wir auch sehen. Ja, da gab es dann Flohspray und Shampoo und sowas alles. Und am Ende waren wir doch nochmal bei der Tierärztin. Und dann hat er aber nicht aufgehört zu kratzen. Dann haben wir an Futterunverträglichkeit gedacht und haben neues Futter und dies und das. Am Ende habe ich Fleisch gekocht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es waren dann Sandflöhe. Und das sind so fiese Biester, die sich unter die Haut nagen und dort dann nisten, brüten, ihr Ei ablegen, vermehren. Fruchten und Eier ablegen, nach außen allerdings. Ja, also es geht nach außen, es ist jetzt nichts Tödliches, nichts Lebensgefährliches. Aber er hat jetzt eine Spritze bekommen von der Tierärztin. Und siehe da, einen Tag später hat es stark nachgelassen und 2 Tage später war der ganze Spuk vorüber. Ja, man muss sagen, der Spuk er hat wirklich nächtelang sich gekratzt. Ja, es war nicht schön schlimm mit anzusehen. Und wir haben für die Spritze und Untersuchung bei der Tierärztin ganze 5 € bezahlt. Ja, genau. Okay. Und jetzt haben wir noch ein ganz besonderes Highlight. Hier haben wir den Sam, den möchten wir euch gerne vorstellen. Der Sam ist jetzt mit seinem Papa hier, ist unser Nachbar und wird auch mit uns zusammenleben, also sprich auf unserem Grundstück auch ein Haus bauen. Und der Sam hat was Spezielles vor. Erzähl doch mal. Ja, ich möchte in Kürze meinen eigenen YouTube-Kanal, also mache ihn jetzt in Kürze. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Und dann könnt ihr meine eigenen Videos gucken. Der ist für Kinder, die aus Deutschland hierher kommen und nicht wissen, was sie erwartet zum Beispiel. Tolle Idee. Ja, finde ich auch eine super Idee. Tolle Idee. Sam, wie alt bist du? 11 Jahre. Gerade Letztens geworden? 11 geworden, ja. So, 11 Jahre und 1 Woche. Super. Ja, und natürlich machen wir dann ein eigenes Video erstmal über den Sam. Da kann er mal zeigen, wie er sich hier schon so eingelebt hat. Der Sam hat nämlich jetzt auch schon, was hast denn du bekommen vor 3 Tagen? Einen Hund. Ich habe einen Hund geschenkt bekommen. Von einem Freund von meinem Papa und der hat mir angeboten, weil wir waren mal mit meiner Mutter, bei ihm. Das ist ein Schreiner und der heißt Christian, ist auch Deutscher und der ist vor 10 Jahren ist der hier hingekommen und wir sind dann mal dahin gefahren. Dann habe ich der hat Hunde, dann bin ich zu denen hingegangen und ein Hund ist mir entgegengekommen
und hat sich von mir streicheln lassen. Und da der eigentlich sehr scheu ist, hat der Christian gesagt, komm, wenn dein Sohn ihn haben möchte, darf er ihn. Und so ist es jetzt gekommen, dass ich seit 3 Tagen einen Hund habe. Wie heißt der? Shanti. Okay. Ganz Und süß. Shanti und Sam stellen wir euch ganz ausführlich das nächste Mal vor. Da kommt sie gerade gerannt. Komm, halt sie nochmal schnell in die Kamera. Shanti, komm mal her. Ganz schnell. Komm mal her, hier. Ja. Ja, und der Paul freut sich natürlich über Shanti, Das- weil die Hundefamilie hat Zuwachs bekommen. Das ist Shanti. Ja? Kleine Maus. So, und damit wollen wir schließen. Ja, Wir sagen Tschüss. wir sagen für aber heute. zuvor, wir lesen alle Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns nach wie vor, gehen wir gerne drauf ein. Und dann sagen wir Manchmal kommen wir nicht so schnell hinterher, aber es werden alle gelesen. alle. Ja, und Versprochen. beantwortet möglichst. Ja, also, ciao, ciao. Viele Grüße aus Paraguay. Tschüss. Ciao. Wunderbar. Ja, dann, was mir noch so einfällt, ich habe mich also auch in Deutschland noch eingedeckt mit einigen neuen Maschinen. Also das ist jetzt aber nicht schön. Ja? Ich fange an. Okay, Anna möchte euch jetzt was zum Thema Wein und Bier erzählen. Nee, das fängst du anders an. Doch. Nein, mit Anna möchte ich euch da was erzählen. Nein, eine Frage. ist Ja, gekommen. wollte ich doch jetzt gerade sagen. Nochmal. Also, Anna möchte euch was zum Thema Wein und Bier erzählen. Nein, das Doch, will ich jetzt noch lass es doch mal. nicht. Okay, noch einmal. Ich höre es mir bis zum Ende Du an. kannst, ja, hörst dir mal bis zum Ende. Okay. an.